Wir fangen mal mit den einfachen Burgern an. Das ist krank. Brutal. Brutal. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M, genauer gesagt unserem Zweitkanal Big M TV. Und nachdem wir natürlich schon das beste Lokal in ganz Bielefeld getestet haben, einen geheimen Foodspot, das könnt ihr im Nachhinein gerne abchecken, sind wir natürlich bei dem gehyptesten Laden, der in Bielefeld natürlich nicht fehlen darf, und das ist Glückspilz. Glückspilz bekannt natürlich für die Burger schlechthin. Ich persönlich war noch nie hier, aber ich habe natürlich viel davon gehört und deswegen würde ich sagen, checken wir gleich noch weitere Spots ab. Aber wir beginnen bei Glückspilz. Einer, wenn natürlich nicht der gehypteste Burger in ganz Deutschland. Ich würde sagen, wir schauen, ob Glückspilz dem Namen gerecht wird, ob uns das ganze Glück rein geht's. Das Ganze gibt es in Bielefeld zweimal, Osnabrück, Bad Oeynhausen, Herford und in Zukunft, wie wir hier sehen, in weiteren Städten. Zu der Geschichte kann ich euch noch sagen, 2018 hat man angefangen auf 40 Quadratmetern und wollte ganz einfach mit einer kleinen Speisekarte alle glücklich machen und hat eine tolle Story aufgestellt. Die beiden hier sind die Social Media Stars und die Gesichter von Glückspilz. In Zukunft sogar eine Zusammenarbeit mit Nickelodeon, weil die ganzen so erfolgreich sind, wie ich es immer sage. Heutzutage ist Social Media das Wichtigste im Aufbau einer Marke und Franchise-System. Und wir schauen jetzt mal, welche Burger uns zusprechen. Wir haben einmal bestellt natürlich den Top Secret und den King Kong. Aber wir schauen uns jetzt die Zubereitung an. Ihr seht die Burger. Viel Spaß mit den Eindrücken und dann unserem Review zu Glückspilz. So Leute, damit ist es soweit. Ihr habt die ersten Eindrücke von Glückspilz gerade gesehen. Sultan ist heute wieder mit dabei am Start. Ne? Wir tun einfach durch Bielefeld, deswegen haben wir in letzter Zeit so ein paar Videos einfach von Bielefeld gemacht. Genau. Und da darf natürlich Glückspilz nicht fehlen, wie ich es vorhin bereits erwähnt habe. Ne? Was wahrscheinlich, da haben wir gerade auch gesagt, so, du hast noch, ich glaube, Food Brother mitgenannt. So, ne? Wahrscheinlich die bekanntesten, wenn nicht Glückspilz sogar bekannteste ne, Burger so in ganz Deutschland ist. Ich bin das erste Mal hier, du warst schon mal hier, hast du gesagt? Ich war ne? schon mal hier, ganz am Anfang, Ja, wir haben jetzt hier zwei Burger hier. Ist wohl, ich sag mal, die Bestseller hier, also die, ich sag mal, am meist verkauftesten wurde uns gesagt. Ich habe jetzt hier auf meiner Seite einmal den King Kong, ne? Der ist mit Truthahn-Bacon, ne? Und dementsprechend sage ich mal als einfach. Und wir haben das Ganze hier auch nochmal mit Double Patty, ne? Also doppelt. Und ich habe jetzt hier, also das Ganze gibt es einmal als Menü, kann man sich quasi holen. Das nennt sich Crazy Chick. Das ist zum Beispiel mit Kartoffelstangen. Dann hat man das Chicken darüber und dann Käsesoße und ein bisschen Petersilie drüber. Ne? Wie gesagt, das Ganze gibt es dann als Menü und das ist das Ganze, was ich jetzt auf meiner Seite habe. Dann, ne, haben wir ja gerade gesagt, du hast was anderes. Ne? Du hast den sogenannten Top Secret, ne, Burger. Der ist mit karamellisierten Zwiebeln, was natürlich auch gerade, das habe ich zum Beispiel auch bei Goldies gehabt, ne, natürlich auch gerade sehr gut ankommt. Ne? Auch mit einer Käsesoße. Dann haben wir sogenannt bei dem Menü hier das sogenannte Steffi Spezial. Und auch hier ist das Chicken mit dabei, mit diesen Kartoffelstangen. Ich glaube, es ist nichts anderes als Pommes, würde ich jetzt sagen, ne? Aber man kann es auch mal anders nennen. Und dann auch hier mit karamellisierten Zwiebeln und ich sag mal so eine streng geheime Soße noch mit dabei. Ne? Es hört sich schon geil an, es riecht geil. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Wir gehen das Ganze jetzt mal probieren. Ne? Wir fangen mal mit den einfachen Burgern an. Wie gesagt, beißen mal rein. Ich bin gespannt. King Kong. Mal gucken, wie King Kong schmeckt. Boah. Also, was ich mittlerweile echt cool finde, diesen Bacon-Geschmack. Da hat jeder was anderes. Ne? Zum Beispiel, wenn ich das bei Goldies vergleiche, die haben mittlerweile so eine Bacon Jam. Die haben quasi das rausgenommen, aber so eine Jam reingemacht vom Geschmack. Aber ich finde das eigentlich ganz cool mit dem Bacon dazu. Was mir natürlich auffällt bei dem hier, das hat man bei voll wenig Smashburgern aktuell. Richtig, richtig fett Salat drauf. Das kenne ich tatsächlich nur so ein bisschen aus Düsseldorf bei Bulle Burger. Die haben da auch das relativ viel. Hat aber für mich so ein bisschen, auch hier mit der Tomate, also ist echt knackig dadurch. Ne? Ja. Wie schmeckt deiner? Sehr, sehr gut. Auch schön mit Salat hier. Eine Tomate drauf. Das ist geil. Ich glaube, in Double kommt der sogar heftiger. Ich würde sagen, wir machen das gleich einfach so. Ich werde mir den Double mal von deinem nehmen und du nimmst von meinem den Double. Sollen wir von jedem mal einen probieren? Nur dass halt das eine ist einfacher, das eine Double. Genau. Sollen wir erst Double nehmen oder sollen wir erstmal Pommes und Chicken probieren? Double. Ja? Du willst erstmal Burger essen, ne? Genau. Dann haben wir jetzt hier, das ist der King Kong in Double. Oh, sieht schon geil aus. Ne? Boah, und bei mir, Leute, ich finde ja auch allgemein mittlerweile auch diese Burger so zum Anschauen, ne? Da geht, ich sag mal, da geht einem schon fast eine ab. So, ne? Also, ich meine, ihr seht es nicht, ne? Aber
Da regt sich manchmal was bei mir. Zumindest, weil es so geil aussieht. Boah, ich wollte schon fast hier rausholen. Der ist gut, ne? Ey, du hast auch noch einen doppelten. Aber ich bin mal hier gespannt. Ich bin eigentlich auch mehr so der Käse-Fan. Zwiebeln, probier mal. Boah. Ah, kein Scheiß. Ich würde mir jetzt halt den holen. Und du? Beide. Ja, gut. Ich meine, ich kann auch eine Challenge hier machen. Ne? Also, wurden gerade schon gesagt, ne? Man kennt auch das Video von Parsam. Checkt das Ganze gerne ab, ne? Die letzte Burger-Challenge, die wir gemacht haben, falls raus, ich verlinke es euch zur Not. Wir könnten auch hier 15, 20 Burger essen, so ist es nicht. Ne? Wenn es nicht glaubt, checkt es gerne ab bei dem anderen Video. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich würde den nehmen, weil ich bin einfach so ein Käse, geschmorte Zwiebeln-Fan mittlerweile. Ja. Das Brötchen finde ich richtig, richtig weich. Es sind keine Martinsbuns, ich habe extra mal so ein bisschen gefragt, aber man sieht es auch hier, richtig schön weich. Ne? Käse zerläuft die Zwiebeln. Du lässt dir richtig gut gehen, ne? Ja. Also, kann ich verstehen den Hype, schmeckt richtig, richtig gut. Top Burger, Top Smash Burger, gibt's nichts. Also, ich würde sagen, wenn du da ein bisschen weiter probierst, will ich aber jetzt mal wissen, wie jetzt hier, sage ich mal, das Crazy Chicken schmeckt. Wie gesagt, hier mit dieser, ich sag mal, Käsesoße mit dazu, probier mal. Das ist eigentlich dasselbe, ne? Ne, du hast mit karamellisierten Zwiebeln. Und ich habe mit so ein bisschen Petersilie drüber. Und du hast eine streng geheime Soße und ich habe eine Käsesoße. Ah, okay. Du bist streng geheim. Ich bin streng geheim. Du bist streng geheim, aber ich probiere. Schmeckt aber auch ganz geil. Ich muss sagen, auch das Chicken schmeckt ganz gut. Würde ich mir tatsächlich jetzt hier, weil einfach die Burger gut sind, gar nicht direkt holen. Aber das mit der Käsesoße hat schon was. Ich will jetzt mal wissen, wie deine streng geheime Soße schmeckt. Ganz geiler. Aber ich liebe es einfach, karamellisierte Zwiebeln. Du hast ja diese streng geheime Soße. Ich denke mal, das ist auch die, die da drin ist. Ach, schmeckt bombastisch. Also wirklich, auch mit dem, ich habe noch keine Pommes probiert. Kartoffelstangen, sorry, Kartoffelstange. Ist okay. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, die erinnern mich so ein bisschen an McDonald's Pommes. Also no front, ne? Aber so von der, auch wie dünn die geschnitten sind und so von der Konsistenz her, erinnern mich die so an, wenn die frisch kommen, so, ne? So diese McDonald's Pommes. So ist es in der Art, ne? Aber ich finde diese Kombo eigentlich ganz cool. Wie gesagt, das würde ich mir safe nehmen. Ich liebe das mittlerweile auch, diese Pommes so damit zu kombinieren. Schmeckt richtig geil. Also ich würde sagen, wir essen noch mal ein bisschen weiter, schauen, was geht. Genau. Und dann kommen wir noch mal zum kleinen Fazit, ne? Aber Stand jetzt habe ich da so meine Favorites. Aber wir essen noch ein bisschen was, der frisst mir sonst alle Burger weg. So, damit sind wir soweit durch, ne? Dann sind wir soweit. Hat richtig gut geschmeckt, bleibt dabei. Also ich war jetzt das erste Mal bei Glückspilz, mich hat es echt überzeugt. Ne? Also wie gesagt, wir haben jetzt auch schon so viele Smashburger hier getestet. Zuletzt haben wir beide ja auch in Köln getestet. War für mich so ähnliche Kragenweite. Ne? Also ich meine, immer direkt testen finde ich besser. Aber wenn ich jetzt auch daran zurückerinnere, war es für mich genauso. Ne? Ich bleib dabei, mir persönlich, weil ich einfach das mehr mag, hat der Double sowieso, Double dann immer. als mit den karamellisierten Zwiebeln, das war der Top Secret. Top Secret, genau. Besser geschmeckt, also ist aber auch Geschmackssache. Und bei dir war es genau andersrum. Genau andersrum. Bei mir war King Kong. King Kong, ne? Weil ich mag das mit den Bacon richtig geil. Ja, ich sag ja, Geschmäcker sind so unterschiedlich, aber das Einzige, was halt bleibt, ist wirklich so, dass man sagt, trotz kein Martinsbun, sehr, sehr schön weich, ne? Arbeitet man regional zusammen, ähnlich wie bei Grabs in Köln. Und ansonsten, Fleisch war gut, ne? Schön gesmashed gewesen, ne? Trotzdem schön zart und schön saftig. Also ich freue mich, ich sag mal so, man hat im Hintergrund gerade mal ein bisschen gequatscht. Es gibt wohl die ein oder andere Glückspilz-Challenge mal ab und zu. Den ab und zu, der macht die dreimal. Also wir sind schon hier im Austausch, meine Lieben. Checkt gerne, wie gesagt, den Hauptkanal ab. Vielleicht wird es in Zukunft oder nicht, wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich mal eine Glückspilz-Challenge geben. Wie gesagt, gerne dafür abchecken. Ich würde sagen, wir ziehen uns an, machen uns fertig. Gehen weiter. Und dann schauen wir mal, was für einen Hype oder Foodspot wir in Bielefeld noch finden. Ne? Noch zu finden. Bis gleich. Bis gleich. Station Nummer 2, wir sind bei Beef and Bun. Das Ganze gibt es schon seit 4 bis 5 Jahren, wurde mir gerade gesagt. Wir waren nämlich schon hier, haben ein paar Sachen abgelegt und da drin ist echt ein bisschen warm, vor allem jetzt schon nach den ersten Burgern. Und es sieht richtig cool aus. Man will es sich auch eher, ich sag mal so, als Burger-Restaurant darstellen, denn auf dem ersten Blick sieht es wirklich so aus, ich sag mal, wie so ein Burgerladen. Man hat immer noch Bowls. Sides natürlich mit dazu, auch ganz witzig, so ein bisschen, ich sag mal, auch krosse Krabbe Spongebob-Flair, ne? Und es sieht wirklich, ich sag mal, auf den zweiten Blick eher schon dann wieder nach einem Restaurant aus. Irgendwie so ein schöner Kaffeeautomat, eine schöne Bar mit dazu, also das Ganze kann schon wieder so eine Art Geheimtipp werden, wird natürlich ein cooler Vergleich, ich sag mal, zu Glückspilz. Man hat, ich sag mal, in Anführungsstrichen eine kleine Ansage gerade auch schon gemacht, unter uns ein bisschen Spaß gemacht, ne? Aber ich glaube, das könnte auch richtig, richtig gut schmecken. Man ist natürlich auch hier schon bei Social Media richtig gut vertreten, kleiner Hype. Wir schauen, ob das
Ganze mit Glückspilz mithalten kann. Und los geht's mit Beef and Bun. Unser zweiter Stop ist also bei Beef und Bun. Bielefeld steht für Premium Burger, Fresh Bowls and more. Und das kann ich euch jetzt schon mal vorwegnehmen. Hier kommt wirklich Qualität an erster Stelle. Es gibt unfassbar viele Burger, Cream Mushroom. Also man wird hier auch tatsächlich sehr, sehr kreativ. Falls ihr es schon seht, ja, die Preise sind etwas anders. Hier zahlt man den einen oder anderen Euro mehr. Ich sage euch aber jetzt schon, das Ganze lohnt sich. Auch die Bowls können sich sehen lassen. Das heißt, wenn man mal keine Lust auf Burger hat oder natürlich auch mal öfter vorbeischaut, kann man das Ganze auch wechseln. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit unseren Vorbereiten und unserem kleinen Review. So, wir sind bei Beef und Bun dabei, ne? Ihr seht's. Ich hab's euch ja vorhin gesagt, ne? Wir haben die Burger mit dazu und dementsprechend jetzt auch so ein paar Bowls. Oh, wir kriegen sogar noch hausgemachte Lemonades mit dazu. Vielen, vielen Dank, ne? Vielen, vielen Dank. Also man muss schon sagen, das hat schon einen krassen Flair, ne? Also auf den ersten Eindruck, sage ich euch, kommt das vor wie so ein Burgerladen und auf den zweiten klassisch Restaurant. Ne? Also das muss man wirklich sagen, so sieht's aus. Wir wollen die Burger nicht zu kalt werden lassen und wir kriegen sogar vom Nebby, vom Geschäftsführer, sogar jetzt gesagt, was wir ja alles haben. Nebby, du hast jetzt deine Stimme im Hintergrund. Was haben wir hier Schönes? Also ganz rechts ist das Cream Mushroom, das Ja. Weiderind ist zumindest, wenn nicht Bio. Und wir wolfen das Fleisch Ja. täglich selber. Die Brötchen macht unser Bäcker. Und ganz rechts, wie gesagt, das ist der Cream Mushroom, das hausgemachte Rahmpilzsoße mit Champignons, Bacon extra nochmal oben drauf okay. und Trüffelmayo als Soße. Salat und Tomate darf natürlich nicht fehlen. Und auf der linken Seite sehen wir den New York Cheesy Cheese. Da ist nicht nur Cheddar wie bei den Cream Mushroom, sondern auch Mozzarella, Bacon Jam, das machen wir hier vor Ort. Ich weiß nicht, ob die Leute das zu Hause kennen. Sagt was, ja. Aber das ist halt gekochtes Bacon mit Marmelade. Hört sich ein bisschen speziell an, Ja. aber ist wirklich geschmacksintensiv. Ja. Sehr lecker. Karamellisierte Zwiebeln Ja. und Bacon Mayo als Soße. Dazu natürlich. kommen gleich noch so 2 Sides, da kommen wir gleich nochmal, ne? Ja, weil die genau. kommen gleich nochmal sogar frisch. Und 2 Bowls haben wir sogar, was auch für euch so ein bisschen, ich sag mal, Richtig. für euch steht. So, ne? Genau, also unsere Bowls laufen genauso gut wie die Burger. Wir benutzen Basmati-Reis. Und ja, also wir haben auf der linken Seite die Lachs-Mango-Bowl, die so ein bisschen, sage ich mal, auf ihre Ernährung achten wollen. Ne? Für mich, deswegen stehst du bei mir, ne? Ja, ich glaube bei dir eher weniger, bei deinen Videos, die ich mir angeguckt habe. Ne? Mal abgesehen vom Hauptkanal. Bei mir. Genau. Ja, Ja, und das wäre es. Einmal Chicken, einmal Lachs. Und 2 hausgemachte Lemonades. Ne? Genau. Das ist einmal mit Mango-Püree tatsächlich sogar. cool. Mango Maracuja. Und auf der rechten Seite ist Granatapfel und Erdbeer. Ja. Oh, der ist cooler. Ja, cool. Lasst euch schmecken. Ne? Danke dir. So, ihr habt's gehört. Ich würde sagen, wir legen los. Fangen wir mit dem Burger an, damit die nicht noch länger rumstehen. Ne? Oh, die sehen auch richtig geil schon aus. Ne? Ich würde sagen, wir nehmen mal bei die Hand. Ne? Ja, Oh, ich bin gespannt, ey. Oh, Leute, die sehen so geil aus. Boah. Wow. War nichts drin. Ah, Leute, das ist brutal. Das ist gar kein Spaß mehr. Das ist brutal, Alter. Boah. Kein Mist. Richtig weiches Brot. Also kein Martinsbun, auch sogar mit einem Sesam oben drüber. Bin ich normalerweise nicht der Fan, was jetzt die Burger angeht. Ist auch kein Smashburger, aber richtig weich. Das Fleisch brutal. Nicht Hammer. gesmashed, ganz normal. Hammer. Richtig fette Brummer. Kosten natürlich was mehr, wurde uns auch gesagt, ne? Muss man schon sagen, mit 13 €. Aber ich muss sagen, der war schon krass. Ich bin mal auf deinen jetzt gespannt. Kannst mal reinbeißen. Ich will direkt Hammer. reinbeißen. Also der war schon richtig gut. Wow. Der war mit der Bacon Jam, also mit der Bacon Jam, ne? Genau. Trüffelmayo. Das ist krank. Diese Trüffelmayo. Boah. Das ist krank. Brutal. Ah, brutal. Ich weiß noch gar nicht, welcher besser ist. Probieren wir den. Boah. Auch. Auch brutal, ne? Mega. Aber ich wüsste jetzt gerade gar nicht, welcher... Jetzt muss ich sagen, der ohne Bacon. Ja, ne? Der. Ich hatte auch am Anfang das Gefühl. Boah. Das war, da kommt, also guck mal, ne? Trüffelmayo ist ja sehr intensiv und die kommt da heftig durch. Raus, genau. Hier kommt dieser richtig krasse Burgergeschmack. Der Fleisch. Ah, brutal. Also Leute, kein Scheiß, ne? Wie gesagt, no front. Wenn man natürlich, sage ich mal, hat, so wie jetzt, wo wir drüben waren, wo man natürlich auch ein bisschen expandiert, Genau. versucht auch, ich sag mal, vielleicht mehr alles, Genau. ich sag mal, eher anzupassen, weil man noch mehrere Läden hat.
ist es natürlich, wenn man auch preislich versucht, ein bisschen zu drücken, natürlich vielleicht was anderes. Ne? Hier kostet das schon fast das Doppelte, das darf man nicht vergessen. Genau. Aber es schmeckt unfassbar krass. Aber wirklich krass. Aber, was habe ich dir vorhin schon gesagt? Genau. Ich freue mich jetzt einfach mal auf eine geile Bowl. Eine ne, geile weil es einfach Bowl. was anderes ist. Währenddessen kamen jetzt unsere Sides. Das nennt sich einmal krosse Krabbe, angelehnt an hier, ne? Deswegen auch der Background. Dann haben wir hier sogenannte Bites mit dazu, ne? Filet-Bites. Dazu eine Harissa und Aioli, hausgemacht auch alles wieder. Ne? Würde ich sagen, probieren wir gleich. Wir gehen erstmal auf die Bowl jetzt bei uns. Ne? Erstmal, ich gehe erstmal ohne Dip und da bin ich wieder immer der Fan von ganz unten. Einmal alles rein, rote Beete mit rein hier, schön Mango, Süßkartoffeln, Röstzwiebeln und so ein schöner Lachs mit dazu. Auch gut. Okay. Ich muss tatsächlich sagen, ich freue mich jetzt gerade einfach mal eine Bowl, weil in Bielefeld wir jetzt viele Burger hatten. Aber wenn ich hier hinkommen würde, safe. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch geil. Das ist aber gut, mal was anderes. So was anderes, wenn man ja. vielleicht auch jeden Tag hinkommt, so Aber- gefühlt, ne? Aber Burger, brutal. Hammer. Aber wirklich brutal. Ich werde mir gleich die Bowl noch ein bisschen genehmigen. Aber weißt du was, ich pack mir jetzt mal hier so ein krosse Krabbe-Ding, denn ich will unbedingt mal wissen, was dieses krosse Krabbe ist. Marissa mache ich mal für uns auf. Und auch die Aioli. Also so sieht's aus, ne? Dieses krosse Krabbe nennt sich das einfach. Weißt du was? Fischstäbchen. Kein Scheiß. Geil. So erinnert mich an den Anfang, nur halt besser. Ne? Also ich sag mal vom Frischegrad her, weil es so saftig ist. Ne? Schaut mal her, man kann schön durchnehmen. Brutal, also ich bin fasziniert vom Lamm. Probier mit Aioli. Boah, Wie stimmen dem besser? geil. Boah. Wie gesagt, der Hype hält, was es verspricht. Stand jetzt hier, muss ich sagen, die Filet-Bites können wir auch noch mal probieren. Die habe ich, glaube ich, hier schon, ne? Ja genau, stimmt. Das ist auch Jawohl. Hier würde ich safe, weil die ein bisschen außergewöhnlich sind, diese krosse Krabbe nehmen. Sind, sage ich mal, Chicken Wings in einer eigenen Panade, auch mit schönem Fleisch. Aber ich sag mal so, es schmeckt sehr gut, aber haut mich jetzt nicht um, so, weißt du, wie jetzt so der Burger zum Beispiel oder auch diese krosse Krabbe. Boah, eine Bombe. Und probier jetzt nochmal hier einen Dip. Meinen habe ich schon gelesen. Und? Gut, ja. Ja? Ich muss sagen, Leute, checkt gerne mal den Geheimtipp ab, den wir in Bielefeld schon hatten. Da waren wir bei Nane. Da hat mir der, sag ich mal, das nochmal anders gecatcht, der Drink, den Das wir ist halt hatten. die Schorle so mäßig. Genau, so, ne, das hat mich schon nochmal, da hat es hier so gekribbelt. Der schmeckt gut, ist hausgemacht, meiner Meinung nach schmeckt man das auch. Aber das catcht mich jetzt nicht so wie bei, ich sag mal, wie wir bei Nane waren. Aber ey, Alter, Digga, diese Burger, ne, und alles hier, Alter, das ist brutal. Also ich habe so viele Burger hier in Bielefeld gegessen, so wie vielleicht noch in Düsseldorf nicht. Das Ding brutal. Also, ich würde sagen, wir lassen uns noch ein bisschen gut gehen, ne? Testen mal das eine oder andere. Und dann kommen wir natürlich noch so einen kleinen Abschlussfeedback. Ja. Und natürlich auch zum Ende des Videos. Damit ist es auch geschafft. Und wir auch für heute. Ne? Wir auch. Wie gesagt, checkt gerne die vorherigen Videos ab. Einmal auf dem Hauptkanal. Da habe ich quasi alleine erstmal angefangen mit einer Food Challenge. Ne? Aber ansonsten auch jetzt hier auf dem Zweitkanal, wo das Video ihr jetzt seht, weil wir haben jetzt hier schon so viele Restaurants, Lokale in Bielefeld abgecheckt, mit heute, mit Glückspilz und jetzt hier. Und auch hier, wie in allen anderen, muss ich einfach sagen, ey, mich hat Bielefeld umgehauen. Ne? Ja, wirklich. Also jetzt auch das mit dem Abschluss hier hat es perfekt abgerundet. Das ist krank. Wir haben ja gerade gesagt, also ich würde mich safe immer für einen Burger hier entscheiden, Ja. wenn man das erste Mal hier hinkommt, weil das so krass ist. Was war so dein Favorite jetzt? Auch der Burger jetzt hier? Der Burger auch. Ja, ne? Und die Dishes dazu, die Sides. Ja, dieses Also wie das so eine krosse diese Krabbe. krosse Krabbe, ne? War schon geil. Ja, also richtig gut geschmeckt. Wenn ihr in Bielefeld seid, checkt, wie gesagt, neben dem Hype von Glückspilz, was man, glaube ich, einfach heutzutage mal mitnehmen muss, ne? Weil es genau. einfach, ich sag mal, auch dieser Hype, es gehört heutzutage einfach mit dazu beim Essen, Genau. ist einfach so, erste Anlaufstation. Aber das ist kein Geheimtipp mehr. Meiner Meinung nach muss man hier einfach mal hinkommen. Ist kein Smashburger mehr. Das ist schon wirklich jetzt mal was anderes gewesen, hat mich auch umgehauen. Ne? Wirklich. Also ich habe auch gesagt, ich wüsste jetzt nichts, was an dem Burger besser machen kann. So. Also für mich auch so eine 9 bis 10 von 10, was das jetzt Würde alles ich auch angeht. Ne? Beef and Bun, Top-Laden. Wie gesagt, checkt das Ganze gerne ab. Findet ihr in der Beschreibung. Glückspilz, denke ich mal, ist jedem bekannt. Haben wir trotzdem verlinkt. Auch Beef and Bun. Ich würde sagen, wir machen es jetzt auf nach Düsseldorf. Genau. Und dann sehen wir Einfach. uns beim nächsten Mal wieder. Dein Kanal gerne abchecken, wie auch immer. Auch hier verlinke ich euch das Ganze, seht ihr jetzt hier. Und ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Macht mir immer Spaß. Ne? Genau. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wo wir mal als nächstes hingehen sollen. Ne? Welche Stadt oder welchen Spot ihr vielleicht mal für uns habt, was wir abchecken. Genau. Und wenn ihr das gemacht habt, mit einem Like, einem Abo, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Entweder auf deinem oder meinem Kanal. Macht's gut, bis dann. Ne? Ciao. Ciao, ciao.